diesem Video. Aus dem letzten Video wisst ihr, wir fahren zum Sande Campingplatz an einem Fjord mit einer sehr engen Straße. Die engste Straße, die wir bisher erlebt haben. Ein sehr schöner Platz. Wir fahren mal runter und suchen uns einen Platz schön nah am Wasser. Da sieht man den Gletscher, er heißt Gjenndalsbreen und gehört zum Jostedalsbreen am Sonjefjord. Man kann auch vorne stehen, aber wir entscheiden uns bewusst für die andere Seite, weil der Wind ganz schön bläst da vorne. Leider, es regnet und nicht zu knapp. Aber wir bleiben und versuchen mal zu angeln. In diesem wunderschönen Gewässer, wo es eine Menge Forellen und anderer Fische geben soll. 200 Meter tief ist der Fjord hier. Das Boot ist privat, aber wir genießen einfach die Zeit und sehen zu, wie die Wolken ziehen. Immer wieder fantastisch anzuschauen. Chili meinte, bevor der Willi wegrollt, leg mal lieber einen Stein davor. Und die ersten fahren schon wieder die mächtige Steigung hoch. Jetzt soll es erstmal zum Essen gehen. Am Nachbarplatz gibt es einen kleinen Restaurantbetrieb. Aber jetzt Käse, oder was ist das? Ja. Lecker. Und das bei der Aussicht. Das Wetter wird nicht besser und so räume ich mal den Stein weg und wir ziehen wieder los. Mal schauen, was uns erwartet. Aber erstmal müssen wir hier rauskommen. Gut, zurück ist kein Problem, aber... Aber was wird aus der Steigung? Am Gas bleiben und hoch. Na, das ging doch wunderbar. Der gute Willi, der zieht auch mit Frontantrieb alles hoch. Wir sagen Tschüss, Sande Camping, und fahren den kleinen Weg zurück. Um dann am Fjord unsere Reise fortzusetzen. Es geht kilometerlang am Fjord entlang und dann biegen wir aber ab ins Landesinnere. Und womit man immer rechnen muss, da steht eine Kuh auf der Straße. Diese Kühe hier. Ja, Kuh. Und jetzt? Die sind sowas von stur. Cool, ne? Die haben hier wirklich die Ruhe weg. Weiter geht's in die Berge, in die Schluchten. Und dort gibt's auch andere Bewohner. Wir treffen eine Ziegenherde, ganz ohne Schäfer.
Also vorsichtig vorbei. Die Wolken hängen tief an den Bergen, aber es sieht fantastisch aus. Und immer wieder kommen Tunnel und ich teste mal das Fernlicht. Bisschen hoch eingestellt, glaube ich. Nach dem Tunnel kommen wir an einem besonderen Ort vorbei, den ich gesehen habe zwischendurch. Ein Gletschermuseum. Wir halten und schauen da mal rein. Draußen stehen die kleinen Urbewohner. Chili mit Mammut. Wo hast du den denn her? Und oben auf der Dachterrasse gibt es eine wahnsinnige Aussicht. Man hat Blick auf die Berge hier. Unglaublich. Die Gletscherzunge, Schatz. Vorsicht. Schatzi, in der Gletscherzunge. Das kann ich mir schon vorstellen. Und dann ist es arschkalt. Ja. Glatt. Glatt. Schatz, wir haben es geschafft. Da ist eine Holzwand. Gut gemacht, ja. Einmal durch die Gletscherzunge. Weiter geht's. Durch die Täler an den Fjorden vorbei. Und wir machen Kilometer und kommen zufällig an einem ganz besonderen Ort vorbei. Ein Wasserfall. Chili testet mal, ob die Brücke auch hält. Unser nächstes Ziel. Der Hemsedal Fjellcamp. Mitten in der Natur, nicht am Wasser. Es regnet leider immer noch, aber das stört uns nicht. Hier kann man sich anmelden, auch telefonisch, alles kein Problem. Und gegenüber gibt es ein kleines Häuschen, ganz besonderer Art. Diese Hütten sind auch mietbar. Wir stellen uns hier auf diesen ruhigen Platz und machen mal 2 Tage Auszeit. Ganz hinten in der Ecke. Warum nicht? Zum Glück mit Regenschirm. Erstmal Überblick verschaffen. Wo sind wir hier eigentlich? Wie man sieht, ein schnuckeliger Platz, umgeben von hohen Bergen in einem Tal. Und in
Hemsedal gibt es sogar im Winter Skifahren. Hier gibt es Skipisten. Da geradeaus sieht man die Skipisten. Und wie es so will, gibt es hier auch einen Hotspot, habe ich bei Google Maps gesehen. Ein kleines Haus mit hohen Tannen auf dem Dach. Ziemlich verfallen die Hütte, aber sieht schon idyllisch aus. Da oben ist das Skiresort. Und im Ort von Hemsedal gehen wir in ein Café und essen fangfrische Forelle. Absolut zu empfehlen. Dann geht's wieder zurück zum Platz. Die Wanderung tat gut. Und auf geht's. Noch einmal schnell durch den Ort von Hemsedal. Und dann fahren wir an einem wunderschönen Fluss vorbei. Man hört das Rauschen und ich denke, halt doch mal an. Dann fahren wir weiter, über ein Hochplateau. Das Wetter wird besser. Wir sind jetzt auf 1020 Meter in Ustadovsveggen. Und essen erstmal eine Wurst mit Senf, oder? So viel Zeit muss sein. Und was für eine Aussicht mit was für einem tollen Wetter. Gerade noch Regen gehabt und hier ein riesen See auf 1020 Meter. Und echt der Knaller hier. Weiter geht's nach der Wurst. Auf das richtige Hochplateau. Und wir genießen die Fahrt mit dieser wahnsinnigen Aussicht. Kommen wir an den höchsten Punkt, 1250 Meter. Aber was spektakulär ist der Willi auf 1250 Metern. Und hier ist so ein schönes Restaurant, nein, nicht Restaurant, Kaffeestube. Und hier werden die Hütten direkt auf Fels gebaut. Da hinten geht's weiter. Da waren wir gerade Kaffee trinken im roten Häuschen. Und von da hinten kommen wir. Eigentlich wollten wir diese Schneewände sehen hier. Hier ist aber zu warm. 12 Grad, das wird nichts. Aber wir sind in der richtigen Gegend. Ja, und als wir die Hochebene verlassen, kommen wir am Vorringsfossen vorbei. Von weitem ist schon die Gischt zu sehen. Da müssen wir mal schauen, was da los ist. Ziemlich rutschig hier, aber diese Aussicht, das ist zu Recht ein Aussichtspunkt wert. Zum Glück habe ich meinen 360-Grad-Stick dabei.
Ich habe einen groben Plan, wo es weitergeht. Aber jetzt fahren wir erstmal durch den speziellen Tunnel im Berg, der einen Kreis bildet. Das ist der Dahlbergtunnel und der macht irgendwie einen Kreis in der Mitte. Kommt mal kurz raus und dann geht's wie so ein Schweinekringel einmal rundherum. Raus aus dem Berg fängt es wieder an zu regnen. Zum Glück gibt's genug Tunnel. Und dann, was kommt denn da? Der Hammer. Haken dran. Das ist er. Du hast gesagt, das ist im Blauen. Ja, hätte ich gedacht. Mann, du. Also was ich für Strecken plane, ich bin mal von mir selbst begeistert. Das ist echt der Knaller. An diesen Tunnel hatte ich mal gedacht. Nun kommen wir an am Ringøy Gard Camping. Hier werden wir die Nacht verbringen. Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, bleib dran. Bis dahin. Tschüss.